Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report Livestream. Heute mit dem Thema US-Dollar und Hui geben Kaufsignal für Goldaktien. Disclaimer. US-Dollar und Hui geben Kaufsignal für Goldaktien. Die grünen Pfeile im unteren Bilde bedeuten optimale Einstiegspunkte für Goldaktien und die roten optimale Ausstiegspunkte für Goldaktien. Ganz offensichtlich korreliert ein starker Dollar-Index mit dem Hui-Goldaktienindex. Immer wenn der Dollar sehr stark ist, sind Goldaktien günstig und ein fallender Dollar führt im Allgemeinen immer zu einer Gold- und Goldaktienrallye. Ja, es scheint wirklich so ein Spiel zu sein. Entweder in einer Krise flüchtet sich alles in Dollar und er zieht wie so ein Magnet aus allen Assetklassen die Liquidität ab. Und das weltweit und eben auch aus Gold und Goldaktien. Solche Situationen hatten wir jetzt. Sie sehen das hier an diesem roten Pfeil. Oben ist da der Dollarindex. Hat Peter recht, hat jetzt korrigiert und es ist anzunehmen, dass er jetzt massiv fällt. Und immer wenn dieser Dollar-Index schwächer geworden ist, was jetzt eigentlich antizipiert wird, also nicht jetzt unbedingt gegenüber Euro, aber gegenüber allen anderen Assets, deswegen nennen wir das Dollar-Index, ähm, könnte es jetzt zu einem massiven fallenden Dollar-Index führen, was im Allgemeinen dann immer sehr gut für alle anderen Assetklassen waren, wie Gold, Goldaktien, sonst was. Das mag nur so lange gehen, bis vielleicht dann noch eine große Implosion kommt und dann der Dollar-Index wieder steigen würde. Aber dann denke ich mal, sind die Institutionen schon so unter Druck, dass kaum noch ein wirtschaftliches Handeln möglich ist. Deswegen könnte man auch eigentlich das Fallen dieses letzten Dollar-Index, das ist wahrscheinlich einer der letzten Bewegungen, die wir in diesem System möglicherweise sehen. Und das führt eben zu ansteigenden Goldaktien, die jetzt seit ungefähr einem Monat jetzt schon, sage ich mal, im Bullenmarkt sind, noch im frühen Bullenmarkt, von vielen nicht erkannt. Allgemein setzen sich diese Bullenmärkte so circa 6 Monate fort und so lange dürfte auch der Dollar fallen. Also das dürfte synchron sehen, sozusagen. Und Sie sehen es vielleicht noch mal unten, das ist hier der Hui, also der Goldaktienindex Hui, das ist ein 20-Jahres-Index. Und diese grünen Punkte, wie gesagt, sind die Einstiegspunkte und die roten sind die Ausstiegspunkte. Und immer wenn es gute Einstiegspunkte war irgendwie jetzt aktuell auch ähm, der Dollar sehr stark. Und sobald er dann schwächer geworden ist, war es eben ratsam, diese Goldaktien auch zu verkaufen. Einfach dieses Spiel, dass man das versteht. Und das wäre im Grunde genommen eigentlich die beste Möglichkeit gewesen, um in diesem Markt zu partizipieren. Das sind es sind sehr vermutlich immer 6 bis 9 monatige, manchmal längere Goldaktienrallye. Wir müssen auf den Dollar beobachten, wann vielleicht eine Wende eintritt, was natürlich logischerweise nur im Nachblick leicht ist, aber in Zukunft nicht so leicht. Aber wir sollten es zumindest im Bewusstsein halten, dass es zusammenhängt. Jetzt schauen wir uns hier vielleicht nochmal die stärkste Goldaktienrallye an. Das war eben die, hier sehen Sie vom Hui auf der linken Seite von hier ganz unten bis 2004. Es war ein riesiger Bullenmarkt und die Goldaktien haben am besten profitiert, besonders auch die Junior-Aktien, die überproportional gestiegen sind in dem Zusammenhang. Wir hoffen so ein bisschen, wenn Sie sich das Chartbild ansehen, dass im Prinzip jetzt der Boden eigentlich auch gefunden worden ist im Hui. Sie sehen das hier oder drei Rückgänge, eben der 2016, dann der Corona-Crash nochmal und jetzt nochmal jetzt. Und jetzt sieht es eigentlich gut abgefedert aus, dass wir einen überproportionalen Anstieg wie zwischen 2000 und 2004 kriegen. Und das würde eben bedeuten, eine überproportionale Goldaktienrallye. Ne? Dass Top Penny Stocks von wenigen Cent etc. alle Richtung, sofern sie gut und gute Ressourcen haben, Richtung 1 Dollar oder mehr machen können. Also eine enorme Chance. Und ich denke mal, das liegt jetzt vor uns. Und es wäre natürlich eben hilfreich, wenn jetzt der Dollar fallen sollte. Im Grunde genommen
kommt sowieso keiner jetzt an Gold und Silber vorbei. Es sind solche Geldmassen gedruckt und die reichen Leute etc. haben auch Angst, dass sie, sage ich mal, ihre Dollar-Assets verlieren und dürften zunehmend eben Gold und Silber, andere Rohstoffe, Land, was weiß ich, aufkaufen und eben auch völlig unterbewertete Exploration oder Junior-Goldaktien oder Silberaktien wir sind ja dabei, uns da weiter zu positionieren und bevor eben dieses große Geld hier einstieg. Das ist ja der Effekt, auf den wir setzen, weil der Markt sehr eng ist, steigen eben dann in dieser frühen Phase die Gold- und Silberaktien eben überproportional und deswegen ist vermutlich auch die Chance so groß. Ja, hier ein angehender Goldproduzent, Idaho, USA. 70 Millionen Marktkapitalisierung, moderates Risiko. Das Projekt Del Lamar, äh, 8.673 Hektar, befindet sich im Südwesten von Idaho, etwa 100 Kilometer von Boise entfernt. Das Projekt umfasst die historische Delamar-Mine von King Ross, die 1998 aufgrund der niedrigen Edelmetallpreise geschlossen wurde. In der historischen Delamar-Mine wurden 1,6 Millionen Unzen und 100 Millionen Unzen Silber gefördert. Insgesamt haben die eine Ressource von 4,1 Millionen Unzen Goldäquivalent und 663 Unzen Goldäquivalent in Ferret, also abgeleitet. Eine anvisierte Produktion, man visiert 136.000 Unzen Goldäquivalent an und geht von einer Produktion, erstmal einer 8-jährigen Jahresproduktion aus. Ähm, ja, auch andere Bohrergebnisse, 1,2 Gramm pro Tonne Gold und 75 Gramm pro Tonne Silber. Dann haben sie auch noch das Florida Mountain West Projekt mit 0,79 Gramm pro Tonne Gold, auch 1,3. Und dann das Dilemma Upside, also die haben noch weiteres Potenzial um die Mine rum. Und also die New Zone at Soliver Glanch, da haben sie dann Bauergebnisse von 4,10 Gramm pro Tonne Gold und auch sehr hohe Silberergebnisse, hier zum Beispiel 464 Gramm pro Tonne Silber. Ähm, ja, das heißt, wenn man diese 4,1 Millionen bei den 70 Millionen Marktkapitalisierung und Low-Grade ansetzt, kommt man auf einen Potenzialfaktor 29. Das heißt, wenn Gold vielleicht auf 2.500 $ steigen könnte, könnte diese angehende Goldprozent was 29-fache höher reichen. Wie gesagt, ist ein theoretischer Vergleichsfaktor, einfach um die Aktien irgendwo vergleichen zu können. Zusätzlich ist eben zu wissen, dass sie eben diese anderen Projekte haben, die sind nicht eingepreist. Da sind unter anderem hochgradige Gold- und Silberwerte, das vielleicht das Potenzial auch noch unterstützen könnte. Man wird es sehen. Jedenfalls ein moderates Risiko. Idaho, auch bekannt, ist der Historie für Silberproduktion. Sie sehen es auf der Karte, wo das hier ist. Hier von der Westküste her gesehen, Portland, Oregon, da kommt Idaho. Also ein sehr gutes Rechtsgebiet aus meiner Sicht. Ja, wie gesagt, moderates Risiko, lohnt sich sicherlich mal anzusehen. Und wie gesagt, wie immer keine Kaufempfehlung, aber denke ich mal doch ein ganz gut aufgestelltes Unternehmen, das durchaus jetzt charttechnisch eine harte Zeit gehabt hat, hat aber meines Erachtens eindeutig den Boden gewonnen und dürfte sich dann wieder in Richtung neue Höhen dann wieder auf den Weg machen. Ja, Goldaktien-Bullenmarkt der 1970er Jahre. Das uns so begeistert eigentlich. Da sind eben Penny Stocks Aktien von 10, 20, 30 Cent auf 15, 20, 30, 40 $ gestiegen. Teilweise konnte man aus 1.000 $ eine Viertelmillion Dollar machen. Sowas kann natürlich in der Art auch kommen, hängt ganz von der Magnitude des Goldbullenmarktes aus. Unterbewertet ganz extrem sind die Goldaktien. Das heißt, wir sind billiger oder niedriger bewertet als in den 1970er Jahren. Das heißt, sie brauchen nur einen relativ geringen Gold- oder Silberpreisanstieg, damit die überproportional steigen. Das ist eben einfach so, die sind quasi tot, wenn man so will. Die Gold- und Silberaktien absolut nie, fast nichts bewertet.
Und dadurch, wenn denn der Markt wieder heiß ist, dann haben halt gleich in der Frühphase Bewertungsaufschläge um das 5- bis 10-fache, wenn dann der Goldpreis um 300, $500 höher geht. So, und wenn dann der Bullenmarkt weitergeht, dann ist noch viel mehr möglich. Das ist eben das ungeheuer Attraktive an der Situation. Und das letzte Mal hat es die eigentlich im Jahr 2002 gegeben, das auch von absolut nichts bewertet sind, mit einmal gerade die Explorationsaktien und die Junior Gold Aktien überproportional gestiegen. Und ich denke, vor genau sowas stehen wir aktuell auch. Also was tut man jetzt noch? Man kauft eben Gold- und Silberaktien mit großen Ressourcen und ist einfach mit Superlativen, weil der Markt ist, dass wenn er dann heiß ist, würde dann diese Superlativen auch finden und bewerten. Und wir müssen die natürlich, bevor das passiert, davor finden und identifizieren, was wir ja eben versuchen. Ja, 1000-Becker-Report. Also wir versuchen eben diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Ja, wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Was kauft man, wenn dieser Boom vorbei ist? Bei Interesse kann ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag erstellen mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles bei mir im YouTube-Link ähm, verlinkt. Einlage von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte. Also das ist ein Unternehmen, das ist in erster Linie für die Transaktion wichtig, dass sie beispielsweise ihr Gold- und Silberaktiengewinn auch schnell in mehr Gold und Silber umsetzen können beispielsweise. Die sind zu jeder Zeit in Gold und Silber kommen, verkaufen nur wenig über Spot, sind ziemlich günstig und sind möglicherweise eine Alternative zu den klassischen Händlern. Ja, bevor man überhaupt physisches Gold kauft, immer erst auf die Vergleichsportale gehen, wie bei gold.de. Nützliche Informationen, Kontakt, also mit welchem Broker kann man in der Schweiz bearbeiten, in der EU, wo kann man Edelmetalle günstig einlagern, Goldaktienindex, GDXJ und GDX, Goldaktien, Goldratio finden Sie, Buch über Goldaktienbewertung, weitere Diskussionsforen wie CO, CA, Informationen von Experten wie Uwe Bergold und anderen guten Experten finden Sie verlinkt. Und dann ansonsten, wenn Sie irgendwelche Fragen, Zustellungsprobleme, Anregungen haben, stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung. Schreiben Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich an. Sobald es mir möglich ist, würde ich mich dann bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie über neue Videos sofort informiert werden. Ja, vielleicht auch ein Like-Zeichen setzen, weil der Algorithmus zählt das höher. Und wenn Sie denken, dass diese Story auch für andere Leute interessant sein könnte, gerade vielleicht in der doch schwierigen Situation, die in den nächsten Monaten vor uns allen steht und das helfen könnte, dann einfach Like setzen, weil der Algorithmus würde das dann für andere auch sichtbar machen, beziehungsweise die Videos dann woanders auch vorschlagen. Also nochmal vielen Dank, wünsche noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.